Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur OM-System OM1 Mark II Kamera. Die Kamera und der Sensor allgemein sind ja immer so ein bisschen in Diskussion, weil es eben ein Micro Four Thirds Sensor ist, also ein MFT-Sensor. Die sind ja relativ klein und deswegen gibt's da in Foren, in Facebook und so weiter immer wieder Diskussionen, was die Kameras denn so bringen, denn die Sensoren sind eben sehr klein. Ich wollte mir da selber ein Bild von machen und habe OM System mal angeschrieben, ob sie mir vielleicht eine Kamera zur Verfügung stellen können. Und die waren wirklich sehr nett. Ich habe da eine sehr nette Frau als Kontakt bekommen und haben mir einfach mal ein komplettes Paket bestehend aus Kamera und ein paar Objektiven zugeschickt. Ich habe dann also die OM1 Mark II bekommen. Die ist ja relativ neu und so gesehen das Flaggschiff von OM System, zusammen mit dem 950 bis 600 mm Teleobjektiv. Da ist also schon ordentlich Brennweite dahinter. Dann habe ich noch das 300 mm mit Blende 4 bekommen, das 40 bis 150 mm Pro mit Blende 2.8 und das 12 bis 40 mm Pro mit Blende 2.8. Ich habe also den kompletten Brennweitenbereich von 12 bis 600 mm abgedeckt. Bei MFT muss man ja beachten, man hat einen Crop-Faktor von 2, das heißt, wir haben hier 24 mm untenrum und 1200 mm obenrum. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut und will euch das jetzt natürlich einfach mal so rüberbringen. Wie gesagt, da gab es ja immer wieder Diskussionen über Sensorgrößen und das will ich jetzt einfach mal komplett weglassen, dieses Thema Diskussion, dass man nur mit Kleinbild richtig fotografieren kann und so weiter, denn ich bin eigentlich aufgeschlossen für alles. Ich möchte alles mal ausprobieren, habe das ja auch sehr neutral betrachtet und deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Beginnen wir doch einfach mal mit dem Body von der Kamera und der ist schon wirklich sehr gut. Olympus bzw. jetzt OM System bietet die Bodies ja an und gibt den Ganzen eine IP-Schutzklasse. Das heißt, wir haben hier eine IP53-Schutzklasse und was man so liest, wie die Leute damit umgehen, ist das Ding schon ziemlich wasserdicht. Also da wird wirklich mit der Kamera unter der Dusche geduscht und das Ding in Halbpfützen versenkt und so weiter und das können die alles ab. Ich habe mit mehreren Leuten auch von OM System geredet, die sagen, sollte eigentlich kein Problem sein, da mal ein bisschen drüber zu duschen und so weiter. Und das ist natürlich schon mal ein richtig ordentlicher Vorteil für den Body allgemein, weil so für Outdoor ist das natürlich was man unbedingt haben will. Natürlich macht der Body auch sonst einen hochwertigen Eindruck. Das ist ja eigentlich bei allen Herstellern jetzt so. Also man findet da keine Kanten, wo man sich irgendwie, ja, nicht verletzen kann, das wäre natürlich sehr schlimm, aber welche irgendwie schlecht wären so und sich unangenehm anfühlen, das gibt es hier ebenso auch nicht. Hier hat man einen relativ guten Griff. Die Kamera an sich ist ja ziemlich klein, also sie wiegt auch nicht mal 600 Gramm mit Batterie und ich glaube Speicherkarte, also 599 Gramm. Liegt aber trotzdem gut in der Hand. Das ist natürlich auch dem Griff, der hier deutlich ausgeprägt ist, geschuldet. Das lässt sich also alles sehr gut anfassen. Ansonsten die Knöpfe, Taster und so weiter machen alle einen hochwertigen Eindruck, sodass man sich also nicht wirklich Gedanken drüber machen müsste. Man hat auch sehr viele Taster, man kann sich das hinkonfigurieren, damit es einem am besten passt und das macht schon Spaß. Man hat hier vorne auch noch 2 Taster, also da ist wirklich alles belegbar. Man hat also wirklich alles, was das Herz begehrt, um die Kamera hier schön zu konfigurieren und nutzen zu können. Der Body wiegt, wie gesagt, unter 600 Gramm und das ist natürlich wichtig, denn auch die Objektive sind jetzt nicht wirklich groß und schwer. Wir haben hier, wie gesagt, das 12 bis 40 mm Objektiv mit einer Blende 2.8, also durchgehende Blende 2.8. Die deckt ungefähr den Brennweitenbereich von Kleinbild von 24 bis 80 mm ab. Und da ist sowas hier dann schon ziemlich kompakt. Am Kleinbildsensor, also am Vollformat, würde das Ganze doch schon deutlich größer ausfallen. Auch hier mit dem 40-150, was dann einen Bereich von 80 bis 300 mit Blende durchgehend 2.8 abdeckt, ist es schon sehr kompakt gehalten. Ihr habt hier sogar noch einen kleinen Stativfuß dran. Den bräuchtet ihr eigentlich gar nicht, weil das Ding wirklich recht kompakt und klein ist. Das gibt im Vollformat ganz andere Brocken, welche da an der Kamera hängen. Auch der in der Kamera verbaute Akku macht einen recht guten Eindruck. Ich glaube, der ist nach CIPA mit 500 Bildern oder sowas angegeben. Ich bin gestern unterwegs gewesen, habe den ganzen Tag fotografiert. Es sind ungefähr 1200 Bilder entstanden. Jetzt aber nicht in großen Serienaufnahmen, sondern wirklich einzelne Bilder. Und der Akku hat immer noch 31%. Also damit kommt ihr eigentlich relativ locker über den Tag. Und das ist schon wirklich ein guter Wert, vor allem eben in dieser kleinen Kompaktheit. Und dann kommen wir doch direkt mal zum Autofokus, weil der natürlich relativ wichtig ist, vor allem in einer Kamera, die für Action und Sport ja ausgewiesen ist.
Und der Autofokus, den muss man ein bisschen unterscheiden in Motiverkennung und Tracking, weil das sind zwei Paar Schuhe, die die Kamera hat. Beginnen wir mit der Motiverkennung. Die Kamera erkennt so Motive wie Menschen, Tiere, Vögel und so weiter natürlich automatisch. Das könnt ihr festlegen. Und die Motiverkennung ist wirklich gut. Also selbst im Gebüsch und so weiter wird da der Vogel erkannt. Auch auf weite Entfernung, wenn der Vogel oder das Tier, euer Motiv eben noch relativ klein im Bild ist, erkennt es die Kamera schon und schaltet sogar auf den Augenautofokus, wenn die Augen erkannt werden. Das ist also wirklich sehr gut. Was ein bisschen das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel einen Vogel im Gebüsch habt und vor dem Gebüsch ist immer noch ein Ast oder sowas, dann erkennt die Kamera den Vogel. Ab und an kommt es aber vor, dass der Fokus auf dem Ast davor liegt. Also da wird irgendwie nicht richtig fokussiert. Das ist jetzt ja ein bisschen ärgerlich. Ihr könnt das Ganze nachjustieren, dass der Fokus dann passt. Und es ist auch nicht so, dass es in jedem Bild so ist. Aber es ist natürlich, nachdem der Vogel ja eigentlich richtig erkannt wird oder euer Tier, ein bisschen komisch, dass sie dann nicht auch wirklich darauf fokussiert. Aber das Tier bzw. das Motiv wird wenigstens erkannt. Andere Kameras schaffen das erst gar nicht, das Ding überhaupt zu erkennen. Also das sind so ein bisschen gemischte Gefühle. Und dann kommen wir zum Tracking. Eigentlich wollte ich erstmal sagen, das Tracking ist lang nicht auf dem Niveau von Canon oder Sony, weil da habe ich so ein bisschen festgestellt, dass bei einer Bildreihenfolge dann doch ein paar Bilder dabei waren, die eben nicht scharf waren. Bis ich das 150-400 Objektiv getestet habe. Und das ist ja durchgehend mit Blende 4,5. Also das ist schon ein ordentliches Objektiv, kostet aber auch 7.500 Euro. Das konnte ich gestern noch testen. Und das ist schon ganz ordentlich. Da musste ich meine Meinung zum Tracking dann schon ein bisschen ändern, weil das, was ich da rausbekommen habe, hier zum Beispiel den Uhu oder die Eule, ne, ich glaube, es ist ein Uhu, das seht ihr, jedes Bild ist scharf. Also da konnte sie auch richtig nachführen. Das war jetzt zum Beispiel mit dem 150-600 nicht immer so. Da ist bei einer Bildreihenfolge die Trefferquote so, ich sag mal, bei 50-75%. Was gesehen auf die 50 FPS, was die Kamera kann, ja immer noch ein relativ hoher Wert ist, denn von 50 Bilder in der Sekunde sind dann, ich sag mal, 25 bis 35 Bilder scharf. Da habt ihr immer noch genug Bilder zur Auswahl. Aber es ist natürlich keine 100% Trefferquote. Das schaffen aber die wenigsten Kameras. Nun ist es eben so, mit dem 150-400, also der weißen Göttin, wie sie genannt wird, ist das Ganze doch schon anders und man kommt so auf 90%. Also da spielt das Objektiv auf jeden Fall eine große Rolle. Die Kamera an sich kann es also. Es hängt dann einfach davon ab, was vorne dran hängt. Natürlich hat es der Autofokus am MFT-Sensor immer ein bisschen einfacher, weil eure Schärfeebene einfach ein Tick größer ist, also ein gutes Stück größer. Aber man muss ja trotzdem mit der Geschwindigkeit und so weiter hinterherkommen und das macht der Autofokus auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, damit kann man schon sehr gut arbeiten. Und wenn wir bei der Geschwindigkeit sind, dann kommen wir direkt mal zur Geschwindigkeit. Ihr bekommt hier einen Stacked-Sensor. Ihr habt also einen relativ schnellen Sensor, der sehr schnell ausgelesen kann, mit 20 Megapixeln. Jetzt wird der Sensor so schnell ausgelesen, dass ihr bis zu 120 Bilder in der Sekunde mit Single-Autofokus hinbekommt. Das heißt, ihr könnt einmal fokussieren und danach drückt ihr durch und ihr bekommt 120 Bilder in der Sekunde. Der Fokus verschiebt sich aber nicht mehr, der bleibt fix. Wenn ihr jetzt einen Continuous, also einen kontinuierlichen Autofokus benutzen wollt, dann werdet ihr hier auf 50 Bilder in der Sekunde begrenzt. Das ist immer noch ein sehr guter Wert. Wir reden hier immer noch über RAW-Bilder, also wirklich die vollen Daten, die ihr da bekommt. Und das ist schon sehr gut, das funktioniert auch richtig toll. 50 Bilder in der Sekunde ist ganz ordentlich. Das Ganze geht so bis ungefähr 250 Bilder, bis der Buffer voll ist. Und das ist schon ein guter Wert. Also ihr könnt da 5 Sekunden Dauerfeuer durcharbeiten, so gesehen. Habt da also schon relativ viele Bilder und ich sag's mal so, in 5 Sekunden kann man sehr viel aufnehmen und das sollte normalerweise auch immer reichen. Der Buffer wird dann relativ lang leer geschrieben. Ihr habt hier 2 SD-Karten, da werden also auch die schnellen SD-Karten unterstützt. Der Buffer braucht, wie gesagt, seine Zeit, bis er leer geschrieben wird. In dieser Zeit könnt ihr aber wieder voll durchdrücken. Also wenn ihr da den Buffer halb geleert habt, dann könnt ihr da wieder loslegen und immer noch den halben Buffer wieder voll schreiben. Also da werdet ihr nicht irgendwie begrenzt, blockiert oder sonst irgendwie was und könnt die Momente einfach festhalten, wie sie kommen. Außerdem bietet euch die Kamera noch eine Pro-Capture-Funktion. Also das heißt, vor dem eigentlichen Auslösen werden schon Bilder aufgenommen. Das bieten ja einige hochpreisige Kameras jetzt auch als Ausstattung. Hier habt ihr das also auch mit drin, sodass ihr einfach nie den passenden Moment verpasst.
Das Ganze natürlich auch im RAW, das können andere, Nikon zum Beispiel nur in JPEG, deswegen ist es hier auch schon ganz ordentlich. Und auch hier habt ihr natürlich die vollen 250 Bilder zur Verfügung. Entsprechend schnelle SD-Speicherkarten werden dafür benötigt, aber das ist ja eigentlich überall so. Die teuren CF-Express-Karten werden euch hier aber erspart. Und dann kommen wir jetzt mal zur Bildqualität. Wie gesagt, die Kamera hat ja einen 20 Megapixel Stacked-Sensor. Und da bin ich so ehrlich und fange gleich damit an, 20 Megapixel ist schon das untere Limit für mich, also eigentlich bin ich ein Freund von mehr Megapixeln. Ist jetzt nicht so, dass ich die immer brauche, weil ich irgendwie was groß ausdruck, aber ich crop gern in die Bilder noch rein. Und wenn man dann mal eine Canon R5 mit 45 Megapixeln, eine Sony A7R5 mit 60 Megapixeln und so weiter genutzt hat, dann ist es einfach so, dass man da schon sehr verwöhnt ist. Und das sind 20 Megapixel dann schon wieder ein heftiger Schritt nach unten. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt. Zuerst habe ich gedacht, ja gut, okay, mir fehlt da schon die Auflösung in den Bildern. Ich habe mich aber ein bisschen dran gewöhnt und konnte da ja meine Aufnahme bzw. mein Fotografierverhalten wieder anpassen. Und dann sind die 20 Megapixel gar nicht mal so schlimm. Ich hatte ja am Anfang auch Bedenken, dass mir da so die Schärfe im Bild fehlt. Ich habe Bilder angeschaut und dachte so, irgendwie, da fehlt so die gewisse letzte Schärfe. Aber auch hier war gestern eigentlich ein krasser Moment, wo ich dann wirklich dieses 150-400 Objektiv dran hatte, wo ich danach die Bilder angeguckt habe und gedacht habe, puh, die sind schon wirklich sehr scharf. Also es fehlt auch hier der Kamera nicht an Schärfe. Es kommt wirklich darauf an, was für Objektive dran sind. Und wenn ihr da ein bisschen abblendet, gerade hier beim 150-600, da müsst ihr so ein Drittel, eine halbe Stufe abblenden. Dann habt ihr auch hier nochmal echt einen großen Schritt in der Schärfe. Und dann ist es schon ganz ordentlich, was die Kamera abliefert. Und ich sag's mal so, bei den Canons und Sonys habe ich das Crop-Potenzial immer so ein bisschen gebraucht, weil mir die Brennweite oben raus gefehlt hat. Also bei der Sony zum Beispiel 200-600, da bis bei 600 mm, da ist dann Schluss. Wenn ein bisschen was weiter weg ist, dann wird er halt ins Bild gekroppt. Jetzt sind wir hier natürlich in einem ganz anderen Brennweitenbereich. Mit 600 mm und zweifach Crop sind wir hier bei so gesehen 1200 mm. Und da ist schon ordentlich Potenzial da, dass man überhaupt gar nicht mehr croppen muss, weil man eben so nah ans Motiv hinkommt. Und deswegen sind auch hier die 20 Megapixel dann nicht ganz so schlimm. Aber natürlich muss man auch so fair sein. Es ist einfach so, dass diese Schärfereserven bzw. die Top-End-Schärfe der 45, 60 Megapixel oder auch 100 Megapixel bei den Fujis, das ist ja halt einfach nicht gegeben. Ihr habt hier eine gute Schärfe, aber so fair muss man einfach sein. Man kann aus 20 Megapixel einfach nicht die Schärfe rausholen von einem 45 oder 60 Megapixel Bild. Und dann war ja ein großes Manko bei MFT-Sensoren immer so das Rauschverhalten. Und klar, es ist wirklich so, die Sensoren sind doch deutlich rauschintensiver. Es wäre auch physikalisch anders gar nicht möglich. Die Sensoren sind eben deutlich kleiner, aber in Zeiten von AI-Rauschunterdrückung und sowas im Lightroom ist das Thema Rauschen meiner Meinung nach schon relativ hoch überbewertet, weil selbst ein 6400er Bild oder ISO 12800 aus der Kamera kann man immer noch locker verwenden. Ich blende euch da einfach mal was ein, das sind ISO 6400, das Ganze rauschunterdrückt, da ist trotzdem immer noch Schärfe und so weiter drin. Es erfordert einfach nur ein bisschen mehr Bearbeitung. Wenn ihr euch die natürlich sparen wollt, wenn ihr da keine Lust habt, die Bilder groß zu bearbeiten, dann ist es vielleicht nicht wirklich was für euch, weil ich sag mal ab ISO 1600, 3200 ist hier schon wirklich ein Rauschen feststellbar. Das sind die Bilder, beziehungsweise nicht die Bilder allgemein aus der Kamera in JPEG, sondern die RAWs. Schon wirklich sehr rauschintensiv und da müsst ihr schon ein bisschen was dran drehen. Man kann aber, wie gesagt, wirklich gut damit arbeiten. Man muss sich das jetzt aber auch nicht schönreden. Ein Vollformatsensor bietet da wirklich die bessere Bildqualität. Ob es jetzt das Rauschen ist oder auch die Dynamik im Bild, spielt da erstmal keine Rolle. Das macht ein Vollformatsensor immer besser. Jetzt ist es hier so, wenn ihr das Bild richtig belichtet, dann habt ihr da auch mit der Dynamik keine Probleme. Ein bisschen Schatten aufhellen oder die Highlights runterziehen, das kriegt ihr auch hier locker hin.
Ihr könnt es einfach nicht so übertreiben wie an einem Vollformatsensor. Und das waren jetzt natürlich einige Nachteile, gerade im Bereich Bildqualität. Die lassen sich auch wirklich nicht schönreden. Die sind halt da und jeder kennt sie eigentlich auch. Aber MFT-Sensoren bieten natürlich auch Vorteile. Und das ist unter anderem der Zweifach-Crop-Faktor, also die Brennweiten-Äquivalenz zum Kleinbildsensor, wo ihr die Brennweite einfach mit mal 2 nehmen könnt, wo ihr euren Bildausschnitt dann habt. Und das hat natürlich auch ordentlich Vorteile. Gerade wenn wir uns hier das Objektiv angucken, 150-600 mit Blende 5,6 bis 6,3, dann haben wir hier ein 300 bis 1200 mm Objektiv immer noch mit einer Blende 5,6 bis 6,3. Klar, die Blende stellt jetzt natürlich nicht so frei wie beim Kleinbild, aber ich sag's mal so, bei 1200 mm, wenn ihr relativ nah am Motiv seid, macht ihr euch keine Gedanken über die Blende, weil da ist hinten alles freigestellt. Das funktioniert da schon ordentlich. Ein Vorteil, den ihr aber dadurch habt, ihr könnt die Verschlusszeit relativ kurz halten, weil ihr eben eine relativ große, ich sag mal große Blende habt ihr eben die kürzere Verschlusszeit und das rettet euch öfters dann mal das Bild, sag ich mal, weil es eben vielleicht nicht verwackelt wird oder bei Vögeln müsst ihr ja relativ kurze Verschlusszeiten haben, damit die Flügel nicht verwackelt werden bzw. unscharf werden. Und da habt ihr einfach einen Vorteil. Nehmen wir hier zum Beispiel das 300 mm f4, sind so gesehen 600 mm mit einer Blende 4. Jetzt schaut ihr mal bei Canon oder Sony, was ein 600 mm f4 Objektiv kostet. Und das ist schon deutlich, deutlich teurer als hier das komplette System. Ihr habt natürlich nicht die Freistellung da davon und ihr könnt bei Vollformatsensoren die ISO anheben, so gesehen, um wieder auf die Verschlusszeit zu kommen. Aber es ist natürlich schön und vor allem auch kompakt. Wenn ihr mal einen 600 mm f4 von Canon oder Sony vergleicht, die sind hier ungefähr dreimal so groß von der Masse her. Also das ist schon ein Vorteil, den kann man sich schön reden. Das ist schon ganz cool, es macht Spaß und gerade wirklich im Bereich Wildlife, wenn ihr nach Afrika auf die Safari geht oder sowas, dann ist das vielleicht die günstigere Variante, als jetzt bei Canon ein 1200 mm Objektiv zu kaufen. Und wenn ihr das dann noch ein bisschen weiter überlegt, zum Beispiel das 150-400, das hat noch einen eingebauten Telekonverter von 1,25. Jetzt hat es eine Blende von 4,5. Mit dem Telekonverter kommt die Blende dann auf 5,6. Das ist für ein Objektiv, was dann 1000 mm 5,6 hat, nicht so schlecht. Ihr könnt das Ganze aber noch kombinieren mit einem Zweifachkonverter. Und dann habt ihr einfach 2000 mm mit einer Blende f11. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also da gibt es auch im Vollformat nicht wirklich was Vergleichbares. Und dann habt ihr da immer noch die richtig gute Bildstabilisierung. Denn die MFT-Sensoren sind halt so klein, dass die sich so im Gehäuse bewegen können, dass ihr da eine richtig tolle Bildstabilisierung habt. Und hier bei der Kamera zusammen mit dem passenden Objektiv kommt ihr dann auf 8,5 Stops Bildstabilisierung. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich und das findet ihr auch nirgends im Vollformat. Aber um nochmal auf die Freistellung zurückzukommen, es hat natürlich auch Vorteile, wenn ihr bei relativ offener Blende jetzt nicht so die Freistellung habt. Wenn ihr zum Beispiel Gruppen oder sowas fotografieren wollt. Ihr habt hier dann ein vielleicht 25 mm 1,2 Objektiv, also Blende 1,2, habt 50 mm und wollt eine Gruppe fotografieren. Wenn ihr jetzt an einem Vollformat-Objektiv eine Blende 1,2 nutzt, dann wird es da schon ziemlich schwierig mit der Schärfentiefe. Also einfach die Ebene, wo ihr noch eine Schärfe im Bild habt. Es hat also auch Vorteile, wenn man nicht unbedingt nur 5 mm Schärfeebene hat. Und wie gesagt, ab einem gewissen Brennweitenbereich, wenn man relativ nah ans Motiv hinkommt, spielt es sowieso keine Rolle mehr. Da sieht es dann eher schon so aus, dass ihr einen Fake-Hintergrund im Bild habt, weil das Bokeh so cremig und ohne Details ist. Also ich habe euch hier mal ein paar Bilder, wie das Ganze dann aussieht. Da ist schon wirklich vom Hintergrund gar nichts mehr zu erkennen. Und da macht es auch dann keinen Unterschied, ob ich noch ein bisschen abblende oder so. Das ist in dem Brennweitenbereich dann einfach ein ganz anderes Verhalten. Natürlich, wenn ihr jetzt nicht so viel Abstand zum Motiv habt oder eben nicht so viel Brennweite habt, dann habt ihr da deutlich weniger Freistellung. Also da hilft dann auch ein 1,2er Objektiv nicht, um auf den Look von einem 1,2er Objektiv am Vollformat zu kommen, weil das ist physikalisch einfach
dann gar nicht möglich. Aber um noch mal kurz auf den Bildstabi zurückzukommen, also der ist hier schon wirklich sehr gut. Und gerade im Bereich, wo wir uns dann bei 800, 1000, 1200 mm befinden, muss der auch wirklich sehr gut sein. Als Beispiel habe ich hier mal 600 mm, also 1200 mm im Kleinbild aus der Hand gehalten. Das ist schon sehr ordentlich. Der Stabi hat aber noch andere Vorteile. So könnt ihr hier 50 Megapixel High-Res-Aufnahmen aus der Hand aufnehmen. Die werden dann auch in 14-Bit RAW gespeichert. Ihr seid da also nicht auf JPEG oder sowas begrenzt und das funktioniert wirklich sehr gut. Das Ganze könnt ihr dann auch noch vom Stativ machen mit 80 Megapixeln. Da müsst ihr aber wirklich aufpassen, da darf sich im Bild dann nichts mehr bewegen. Auch so Blätter im Baum oder so werden da dann schon verschwommen dargestellt. Aber die Funktion an sich ist halt schon sehr, sehr cool. Vor allem das aus der Hand. So habt ihr immer noch ein bisschen mehr Auflösung mit im Gepäck. Allgemein hat die Kamera so noch ein paar richtig coole Features, welche man woanders noch überhaupt gar nicht findet. So habt ihr hier die Möglichkeit, ein Live-ND mit bis zu 7 Stops zu benutzen oder auch ein Live-GND, also ein Grauverlaufsfilter, euch softwaremäßig ins Bild zu schieben. Ihr könnt den, ich glaube, bis zu 3 Stufen einblenden und dann natürlich aufs Bild übertragen. Und das ist schon sehr, sehr cool, weil das Ganze wird hinten einfach übers Display vorgenommen und man spart sich einfach das Filter mitschleppen und Filter aufschrauben und so weiter. Das ist schon cool umgesetzt und könnt ruhig auch mal bei anderen Herstellern Einzug finden. Dazu bekommt ihr dann noch weitere gute Features wie eben Focus Stacking oder HDR in RAW aufnehmen und so weiter, Live Composite etc. Da gibt es also sehr viel, was euch die Kamera noch bietet. Den Videobereich habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so groß ausgetestet. Ich habe zwar ein paar Videos schon mit aufgenommen. Ihr seid hier auf 4K 60, also 4K mit 60 Bildern begrenzt. Das will ich aber in Zukunft noch ein bisschen ausgiebiger testen und da wird wahrscheinlich auch noch ein Video dazu kommen. Ich hatte die Kamera jetzt einen Monat von OM Systems und werde nochmal eine zweite Kamera mit dem 150-400 bekommen, wo ich dann nochmal ein bisschen ausgiebiger testen kann und da wird sicherlich noch das eine oder andere Video zur Kamera kommen, auch mit Tipps und Tricks zur Einstellung und so weiter, denn die Kamera bietet da schon wirklich sehr viele Möglichkeiten. Gestern beim Workshop wurde ich dann gefragt, wie ich denn so zufrieden mit der Kamera bin, ob ich sie Vollformat Canon oder Sony oder auch Nikon vorziehen würde, wie denn so meine Eindrücke sind und so weiter. Und das ist schon ein sehr, sehr schwieriges Thema. Für eine Fotosafari in Afrika oder auch Wildlife mit relativ viel Licht würde ich auf jeden Fall die Kamera mit den passenden Objektiven vorziehen, weil man da einfach in den Brennweitenbereich kommt, was bei Canon, Sony, Nikon und so weiter im Vollformat einfach deutlich teurer ist. Und es ist eben alles eine Geldsache. Wenn ihr jetzt im Geld schwimmt, dann könnt ihr euch natürlich das tollste Vollformatsystem für 7.000 Euro Kamera und 25.000 Euro Objektiv kaufen. Aber mir geht es nicht so und wahrscheinlich den meisten bei euch hier draußen auch nicht. Und da ist die Kamera dann wirklich schon sehr gut, vor allem eben preis-leistungstechnisch gesehen. Man bekommt eben auf Kleinbild gerechnet eine gute Brennweite mit relativ guter Lichtstärke und das wird eben, wie gesagt, im Kleinbild, also im Vollformat, schon deutlich teurer werden. Natürlich habt ihr dort dann auch nochmal ein ganz anderes Qualitätslevel, aber die wenigsten werden eben die finanziellen Mittel dafür haben. Anders sieht es da bei Familienshootings, Hochzeiten und so weiter aus. Da würde ich dann schon eher das Vollformat vorziehen, weil da sind wir in einem Bereich, wo wir einfach nicht so viel Brennweite benötigen, dafür aber vielleicht lieber die Freistellung mitnehmen. Also 2470 2.8 oder sowas, das gibt es hier einfach von den Freistellungsmöglichkeiten so erstmal nicht. Und da hat man mit dem Vollformat dann schon doch deutlich Vorteile, eben in der Bildqualität vom Bildrauschen oder auch das High ISO Lowlight Verhalten. Da würde ich dann also schon eher zu einem Vollformatsystem greifen. Ich kann mir die OM1 Mark II aber auch sehr gut als Alltagskamera vorstellen, eben weil das Ganze relativ kompakt ist. Ihr habt hier, wie gesagt, das 12 bis 40 mm, also 24 bis 80 mm mit einer Blende 2.8 oder hier das 40 bis 150 mm, wo ihr dann schon einen richtig großen Telebereich habt, eben auch mit Blende 2.8 und das Ganze schon sehr kompakt. Das passt hier in eine kleine Fototasche rein. Zusammen mit dem IP-Rating, wo ihr euch dann wirklich keine Gedanken über Wasser oder Staub machen müsst, ist es halt schon ein großer Vorteil, gerade im Alltag. Aktuell bin ich wirklich am Überlegen, ob ich mir nicht die Kamera als Alltagssystem anschaffe, weil ich glaube, sie kostet gerade 2.199 Euro und das ist, wenn man es mal auf einem Vollformatsystem so als Vergleich nimmt,
nicht mal wirklich viel Geld für die gebotene Technik, was man hier bekommt. Klar, man hat Einschnitte in der Bildqualität, eben im Rauschverhalten und auch in der Dynamik ein bisschen, aber ich sag's mal so, ich bin so ehrlich und sag, ich brauche nicht immer die volle Bildqualität. Ich würde das System jetzt wahrscheinlich nicht alleine nutzen, also mein Vollformatzeug alles verkaufen und nur die nutzen. Da wäre es mir dann schon zu schade, auf das letzte Quäntchen Bildqualität zu verzichten. Aber als Alltagskamera kann ich mir das eigentlich schon vorstellen. Wie gesagt, ich sollte jetzt nochmal eine bekommen mit dem 150-400, also der Weißen Göttin, dem Riesenobjektiv für 7.500 Euro. Und da bin ich schon wirklich nochmal gespannt. Das kann ich dann auch nochmal ausgiebig testen und da werden auch noch ein, zwei Videos dazu kommen. Ansonsten war es das jetzt erstmal so von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte euch einfach so ein bisschen mal in die MFT-Sensorik reinbringen, weil man eben auch viel Schlechtes darüber hört und ich muss ehrlich sagen, so schlecht ist es dann eigentlich gar nicht, vor allem in dem Paket. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Es werden sicher einige Fragen dazu kommen. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.